Okay. Ich soll das Schloss hier öffnen. Okay, machen wir es doch mal wieder oldschool. Wir fangen außen an. So, alles drehen. Okay, dann den kann ich nach links und rechts drücken. Der grüne. Auch einen geraden Strich. Oh, da passt es nicht ganz. Was? I need to find out what's behind this Charles Foley. I need... Erkunden Sie den Zirkus und reden Sie mit Charles Foley. Okay, ich muss noch was rausfinden. Foleys Revolver, antike Ring. Mann im Jackett. Charles Foley trägt einen antiken Ring. Das viele zu viele Stück der 5 Widder von Mytilini. Sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das Beweis, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Hafen Street fliehen konnte. Okay. Kann ich jetzt mit ihm sprechen? Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. Oh. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's Okay. all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Okay. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Okay, ja. Mach ich. Komm ich also Mitternacht zu dem Herrenhaus da. Und mit Mitternacht meine ich jetzt. Da ist nichts Neues. Stattdessen. Here Fahren wir I fort. am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Weiß ab, okay, und finden Sie das geheime Schloss im hinab, der hängende Karte versucht Sie es. Ja, mach ich. Rein den. Und rein. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Sagst du jetzt, ja? So, einmal alle drehen, dass ich den da habe. So, den muss ich rausziehen.
Alle drehen. Passt da nicht. Ach, diese Linie, ey. Okay, lasse ich das mal so. Okay, ich muss eine Linie haben. Dann möchte ich den grünen jetzt haben. Das sieht gut aus. Den ein bisschen gerader machen. Dann den grünen. 2 Striche, einer geht nach da rechts. Andere geht da nach rechts und hier ist alles kaputt. Okay, ich nehme den nochmal nach da und drehe den ein bisschen hoch. So. Dann war's das schon. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Okay, mal gucken. Schöner großer Hammer. Und ich würde von... This cupboard is an absolute mess. Ja. This cup. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Okay, dann bewegen wir den mal. Ah, das ist der Safe schon. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Oha. Nochmal so ein Teil. Fangen wir mit der Linie an. Okay, es gibt nur diesen einen. So, dann geht die Linie weiter, bis da wieder zurück. Hier passt alles. Und hier passt nichts. Hier passt so. Okay, wenn man einen Plan hat, geht das Schloss ganz einfach auf. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Okay. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Gut, erstmal möchte ich dir das wieder zurückschieben. Okay. Wieso untersuche ich den Safe jetzt nochmal? What a surprise. Okay, This door is a perfect means of escape in an emergency. ja. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Genau. Fenster. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Okay. Bodenluke. This hatch leads to a cellar. Dann
Auch ein Gegenstand von Interesse dafür, okay. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Da brauche ich einen Gegenstand für. Der Kronleuchter. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Da brauche ich auch einen Gegenstand I für. suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Okay. Mit dem Hammer kann ich nichts anstellen, okay. Okay, was kann ich hier noch nutzen, um... Ein Schrank. Untersuchen. That is quite a heavy cupboard. Kann ich den bewegen? This works very well. No one will escape through this window now. Hätte ich die erste Fluchtmöglichkeit schon mal gehört. Okay, dann gehe ich halt nach oben. Hier ist noch ein Fenster. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ja. Hier ist ein Seil. Oder so eine Kette oder irgendwas. A simple but rather attractive bead necklace. Ja, This nehme ich should noch be mit. useful. Da könnte ich ja hier irgendwie auslegen. Und dann macht das Flutsch und Bumm. Und wir haben ein bisschen Slapstick in dem Spiel. Hier kommt keiner durch. Das sah gerade aus wie Gedärme, aber es sind Hörner von einem Viech. This is the perfect place to set a trap. Ja, die Perlenhalskette. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Ja. Gucken wir uns den nochmal an, wie der Plan geplant ist. Und wusch. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Ja, gute Idee. Jetzt darf ich laufen. Danke. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. So, den habe ich jetzt auch gedingst. Weil jetzt müsste ich die Bodenluke noch aufkriegen oder sowas. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Auch nice. Ecke. This Ein Stuhl. chair is very solid and well made. Nimm This ich doch should mit. be useful. Schauen wir mal wofür. Oh, Herd. Ein A Seil. solid rope. Ach. Wir springen einfach rüber. Okay. Hier. Mit Stuhl blockieren. The door is now blocked. Okay. Ups. Ah, ich kann rüber. Ich kenne den Gag, ja. Okay, was kann ich jetzt mit dem Kronleuchter machen? I wonder what... I suppose that the thieves already tried to open the lock. Hm. Dafür brauche ich bei beiden noch Gegenstand.
Den ich hier bestimmt auch irgendwo finde. Teppich. This should be useful. Ja. Okay, Teppich verstehe The ich. door is now blocked. I suppose. Dafür brauche ich immer noch einen Gegenstand. Darum lege ich jetzt erstmal den Teppich aus. Ist zwar fies, It's aber not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. okay, aber ich müsste hier noch irgendwas anderes finden. Herd. This should be useful. Ich denke, du hast das schon mitgenommen. Und hüpf. Ich finde es auch schön, dass der Schrank einfach nur so... Ach komm, der ist schwer, da stell ich mal vor. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier mit dem Kronleuchter oder mit dem anderen Ding was machen. Oder werde ich einen Kronleuchter aufbringen? If anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Okay, ja. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Nicht schlecht. Now, fällt if da a rein. thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Jetzt bin ich gespannt. Manche Beweise erfordern weitere Untersuchungen. Sie sind im Notizbuch mit den Symbolen gekennzeichnet. Mit dem Ding da weiß ich, dass ich was gelöst habe und jetzt schauen wir uns das Spektakel mal an. Police! Police! Und es klappt doch noch Stop alles. where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? Yeah. I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Ach, wisst ihr denn? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Ja, eigentlich bin ich ja einer von den Kompass, ne? Schauen wir mal, was da drin ist. Tada! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. Wieso hat der denn I'll jetzt... see you soon, dear brother. Ja. Gucken wir mal kurz in die Conclusions rein. Versteckte Kunst. Foleys Rache.
Wieso habe ich das Gefühl, dass hier was fehlt? Don't move, you flimflammer. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Ja. Holmes, I had no doubt that you would catch the thieves. One of Foley's companions. He is unconscious. Im besten Fall, ja. One of Foley's companions. He is unconscious. Okay, irgendwas fehlt hier noch. Finden Sie nach Haus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat. Hatte ich das nicht schon? The trap with the trap. Ja. Schwerheitsfolie wird wegen schweren Diebstahls hinter Gittern wandern. Da er jedoch hier nicht wegen des Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Schatzfolie entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen nach oben. Hinzu kommt der Diebstahl von Antiken und kostbarem Schmuck. Der Steck ist so gut wie ihm. Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Genau, es gibt was zu essen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da mal spannend funktioniert. Nee, wir sind im Zirkus. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Ach so, Good ja, evening, Marybeth. gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free.
and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Muss ich nochmal entscheiden, oder? Ich nehme Wasser einmal. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Mich würde ja auch jetzt gerade mal interessieren, was passiert wäre, wenn ich Explosion gemacht hätte. Aber egal. Fangen wir vielleicht später nochmal an. Erstmal wird gelesen und danach Absatz noch. So. So, you're interested in Russian literature now. Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Yep. Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Ja, Schlüssel vermutigt. Ganz ohne Zweifel wird Charles Foley ins Gefängnis gehen. Er hat den Diebstahl an antiken Schmuckstücken geplant und umgesetzt, die rechtmäßig dem britischen Museum gehören. Doch Foley hat die Mord in der Half-Moon Street nicht direkt begangen. Unter diesen Umständen sind sie der Meinung, dass er eine Mittelstrafe bekommen sollte. Davon unabhängig wurden er und seine Bande auch von den Merry Men angeheuert, um einen Aufstand in London planten. Aber das ist eine andere Geschichte. Bestätigen. Ja. Ich bin insgesamt ein edler Samariter anscheinend und das war Sherlock Holmes Crimes and Punishment von Focus Home Interactive und Frogwares. Mit wunderbaren Darstellern dieser netten jungen Dame, die einfach nur glücklich sein wollte und an den falschen Mann geriet. Und eigentlich den Erfolg findet. Keine Ahnung, ob das jetzt der Mann ist oder nicht.
Ja, wunderbare Menschen haben hier mitgemacht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Anspielung war, dass das Buch eigentlich russisch ist und dann auf Sherlock Holmes gemacht haben. Wie dem auch sei, die fand ich auch sehr gut. Und weiß nicht, ob sie die Hütte nochmal betreten wird, wo ihr Mann tot an der Wand hing. Ja, und der Nachspann steht dem Spiel im Nichts nach. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu spielen, die ganzen Rätsel zu lösen. Nur beim zweiten habe ich, glaube ich, verkackt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass der Zug in das Wasser geschoben wurde. Ich hoffe, dem Veteran geht es auch wieder gut. Der halt versucht hat, ein bisschen Geld zu vereinnahmen. Was war er noch? Sie noch? Das war auf jeden Fall der Fallout von dem Fall. Das ist die Zugschiene, die Linie da, ja. Wo ich den richtigen zwar verdächtigt habe, aber halt das Falsche im Wasser. Da bin ich nicht drauf gekommen, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Ja, Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Großartiges Spiel. Focus Home Interactive. Frogwares. Nachspann. Tolle Menschen. Viele Rätsel, viele Minigames. Dieses Schloss-Minigame, das mit dem Tresor fand ich ein bisschen... Wenn das vibriert, wenn man den richtigen Punkt hat, das macht da doch keiner in Tresor. Ja, dann interessante Minigames, interessante Geschichten, interessante Charaktere, schöne Figuren, die eingebaut wurden, wo man dann immer guckt, hier fehlt ein Loch, hier ist das nicht zugeknüpft, hier ist Schweißband drum, hier ist nichts. Hier ist wenig Haare, irgendwie alter Mann und grau. Echt gerne Kleidung, meistens. Und dann halt der Aufbau von die Geschichte, man muss da mal gucken, hier was zusammenfreimen und am Ende dann nochmal in diesem wunderbaren System gucken, was passt irgendwie zusammen. Und das war der Nachspann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß im Internet. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit einem ähnlichen Spiel. Mal gucken.